Retired, extremely dangerous. Wir brechen bei der CIA ein und finden raus, wer uns töten will. Wir trommeln die Truppe wieder zusammen. Ich bin ganz aufgeregt. Ich dachte, es wäre nett, wenn wir Mädels mal unter uns sind. Ihr könnt mir nichts anhaben. Und wie wir das können? So läuft das, alter Mann. Alter Mann? Kein Respekt. Alter Mann am Arm. R.E.D. I had the best time fighting Bruce. It was a great experience, and there's one point where my character he walks into my office, and I'm drinking a cup of coffee, and I look at them, and I have this kind of holy moment, and I just like hiff the cup at him. And we did it on the first take, and I did it so fast that just before he got his hand up to block it, smash! The cup blasts all over his face and actually nicks him in the head. I felt terrible, obviously. Bruce was really cool with it, but his makeup artist was a little dark on me. No, it was, you know, we are blessed with working with, I think, one of the best stunt teams that I've ever worked with. Böser Fehler, Opa. Kodeski dich trainiert? Ja! Tja, und ich Kodeski. The red represents retired, extremely dangerous. So they're both retired ex-operatives. Victoria's somewhat more retired than the Bruce character. But obviously they've worked together and in the past and had triumphs and disasters together, and they've been out in the field together, so they know each other, as working colleagues do in any sort of profession. They know each other extremely well. And they're both sort of somewhat frustrated with their present circumstances, because once you've lived a life like that, it's very, very difficult to live a different kind of a life. Wer ist die Kleine? Gehört zu mir. Vicky. Ciao. Oh, Vicky. Sexy wie eh und je. Oh. Oh, du alter Charmeur, du. Sarah, das ist Victoria, die beste Knipse der ganzen Branche. Und eine wahre Künstlerin mit der RPN. Was heißt das? Ich bringe Leute um, Liebes. Obviously, Martha Stewart is not a retired sniper assassin, but you know that whatever Martha Stewart does, she does it really, really well. And I took her as my inspiration for the character, even down to the hair, my mum's Martha Stewart hair. You know, she's a perfectionist, Martha Stewart, and incredibly successful. And I love the combination in Martha Stewart of the softness, the feminine softness. She's utterly feminine. And she loves, like I do, loves flowers and decorating and beautiful things. But at the same time, there's an incredible core of strength within her, of efficiency and strength and practicality. So I thought that was a good sort of inspiration for the character. I hope Martha isn't insulted. I mean it in the most complimentary way, because I'm a big fan of hers. Sie sind drin. Frank meinte, Sie wollten, dass ich bei Ihnen bleibe.
Ja, ich dachte, es wäre doch nett, wenn wir Mädels mal ganz unter uns sind. Und uns besser kennenlernen. Und ich wollte dir sagen, in all den Jahren, in denen ich Francis nun schon kenne, habe ich ihn nie so erlebt. Wenn du ihm das Herz brichst, dann bringe ich dich um und verscharre deine Leiche im Wald. Wow. Okay. Oh, das wird ein Riesenspaß. Joe has been targeted simply because of his association with Bruce's character, Frank Moses. So he said, well, okay, well, then who was Joe? And Bruce says, well, he was probably a section chief or something like that earlier on in his day, because now Joe is in an assisted living situation. And I get the feeling that he's kind of incognito, hiding out, you know. I don't know what from yet. But then when we first see him, he's being targeted. So there he is. He's on the run too. Okay. Wer zum Teufel seid ihr? Sie erinnern sich nicht an uns. Wir uns aber an Sie. Sie sind der, dessen Scheiße wir 81 in Guatemala auffischen mussten. Und die Frage ist, wen haben Sie da ausgeflogen? Ihr habt ja keine Ahnung, wo ihr da reingeratet. Und überhaupt, ihr könnt mir sowieso nichts anhaben. Und wie wir das können? Sehr schön. Wo hast du den denn her? Aus dem Baumarkt. Wie viel? 10 Mäuse. Well, Marvin Boggs is a former employee of the Central Intelligence Agency. He's an assassin, essentially. And he comes back with the kind of old gang, which is Bruce Willis's character, Morgan Freeman's character, and Helen Mirren's character. And Marvin is fairly paranoid, but often in the end correct. Not always, but often. Wow, ist ja wie bei Crocodile Dundee. Seien Sie bitte leise. Keine hastigen Bewegungen machen. Bleiben Sie dicht an meiner Seite. Und nicht das Handy benutzen. Mein Handy haben Sie doch Kein weggeworfen. Wort über Handys und kein Wort über Satelliten. Ist das Ihr Ernst? Wieso willst du mich töten? Ich will dich nicht töten. Wenn ich bei unserem letzten Treffen dich töten wollte. Das ist verdammt lang her. Es gibt Leute, die sind bei solchen Dingen sehr nachtragend. Ich will dich nicht töten. Okay? Das heißt, wir sind Freunde. Richtig? Richtig. Gut. Dann kannst du ja jetzt das Messer von meinen Eiern nehmen. She's really funny. Really funny. She has great timing, great to work with, and shows up and has ideas that are always a surprise. And it just makes you go, oh. Then it gives me the leave to try something that's a little outside of my, comfort zone. Wo sind wir? Wie sind wir nach New York gekommen? Wow, jetzt hasse ich sie wirklich. Ich hatte schon auf etwas mehr Verständnis für die Situation gehofft. Ich hatte gehofft, nicht entführt zu werden oder betäubt. Ich hatte gehofft, sie hätten mehr Haare. Sieht aus, als würde im Augenblick keiner unserer Wünsche in Erfüllung gehen. Tja, das tut mir leid. Jedenfalls danke, dass Sie mich gerettet haben. Kein Problem. Nicht mein bestes erstes Date. Aber mein schlechtestes auch nicht. I play a man who is in charge of all the secrets. And they've got me in a great big safe that they push down. I swear to goodness, right when they were doing the scene,
I said, I hope somebody's got the numbers for all this in case it goes shut, you know? And they said, no, that's the reason we can't put it all away, because of the fact they didn't have the numbers. But it served its purpose beautifully. And so I'm the head of all these secrets and everything else. And I know Bruce Willis from way before, you know, and I'm, hey, how are you? Good to see you. And go get him, you know. And because I say to him, you know, somebody else was here looking over these things, and they want to know about what's going on here, and you know, who are you, what you're doing, and everything else. And I don't tell them very much, except you want to find out? Look at this, and there's nothing there. Frank Moses Akte. Soll das ein Witz sein? Frank Moses war einer der effektivsten Geheimagenten, die wir je hatten. Er hat Drogenbarone ausgeschaltet, Terroristen. Teufel, er hat Regierungen zu Fall gebracht. Ja, der Junge hatte Talent. Wieso ist er dann im Ruhestand? Er wurde alt. Und dann kam irgend so ein Jungspund und hat ihn als R.E.D gekennzeichnet. R.E.D? Ja, retired, extremely dangerous. Im Ruhestand extrem gefährlich. Ja, solche wie ihn gibt's heute nicht mehr. Danke.